Fritz Tobias, Jahrgang 1912. Fritz Tobias zeigt uns seine Aktenordner über den Reichstagsbrand, Dokumente für eine große Serie im Spiegel Ende der 50er Jahre. Eine ganz neue These, das Ende aller Spekulationen, nicht Kommunisten, nicht Nazis, der Holländer van der Lubbe sei es allein gewesen. Es gab keine weiteren Spuren. Und das ist jedenfalls für mich der mathematische Beweis, dass auch keine weiteren Täter am Werke gewesen sein können. Fritz Tobias wird dafür sorgen, dass seine neue These in die Schulbücher kommt. Nachts forscht er über den Reichstagsbrand und tagsüber arbeitet er als Verfassungsschützer beim Innenministerium. Hier hat er einen Kollegen kennengelernt, der 1933 in der Brandnacht den Holländer van der Lubbe verhört hatte. Links neben ihm im Bild. Dieser Mann wird sein Kronzeuge für van der Lubbes alleinige Schuld. Am Starnberger See lebt Hans Mommsen, Jahrgang 1930, ein bedeutender Zeithistoriker. Er fand die These von Fritz Tobias, van der Lubbe habe den Plenarsaal des Reichstags in nur ein paar Minuten in Brand stecken können, überzeugend. Er gab der Alleintäter-These das wissenschaftliche Gütesiegel. Gegen heftigen Widerstand setzen sich Fritz Tobias und Hans Mommsen durch. Heute steht ihre Alleintäter-These als wissenschaftlich gesichert im Brockhaus. Ihn treffen wir im Institut für Zeitgeschichte, Hersch Fischler, Jahrgang 1947. Er wirft Fritz Tobias und Hans Mommsen vor, Beweise in diesem Kriminalfall unterdrückt zu haben. Unter akademischen Fachkollegen gilt der nicht studierte Historiker als Außenseiter. In vergangenen Jahren hat er aufsehenerregende Akten gefunden. Im In- und Ausland sind seine Stories gefragt. Ich bin Außenseiter in dem Sinne, dass ich also es nicht sehr leicht habe, in den Medien präsent zu sein. Ich muss mir das jedes Mal erkämpfen mit wirklich neuen und auch als sensationell geltenden Funden. Die neue Spur der Abgeordnetenschilder. Er ist auf sie gestoßen. Eine Kriegserklärung für Fritz Tobias. Hersch Fischler. Ich nenne ihn also einen Psychopathen und einen Pseudologen, weil er Dinge vertritt, mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit, die völlig widersinnig sind. Das sind alles Rekonstruktionen schlimmster Sorte, die natürlich alle durch den Herrn Fischler angeschoben worden sind. Albrecht Brömme, seit 10 Jahren Direktor der Berliner Feuerwehr. Er ist überzeugt, ein Einzelner kann den Plenarsaal nicht in nur 2 Minuten angesteckt haben, wie Hans Mommsen und Fritz Tobias behaupten. Wenn dieser kurze Zeitablauf nicht wäre, könnte ich mir einen Einzeltäter sehr gut vorstellen. Das haben wir immer wieder mal auch in Bränden der heutigen Zeit erlebt, dass eine Brandstelle einen riesigen Großbrand verursachen kann. Wir haben jedoch dann meistens Entwicklungszeiten für den Schwelbrand bis zum Großbrand, die im Bereich von 1 Stunde, 2 Stunden und 3 Stunden liegen. Sie liegen nie im Minutenbereich. Der Spiegel, Heft 43, Oktober 1959. Fritz Tobias arbeitet an einer großen Serie über den Reichstagsbrand. Marinus van der Lubbe soll doch keine Hintermänner gehabt haben. Die Nazis seien unschuldig. Eine Sensation. Fritz Tobias liefert Insiderwissen. Sein Informant, ein Polizeikollege im Innenministerium, Kriminalrat Walter Zirpins. 1933 hat er Marinus van der Lubbe als erster vernommen. So wurde der in der Brandnacht gefasst. Er wird zur Wache geschafft und von Zirpins bis 2 Uhr nachts verhört. Der Beamte hält van der Lubbes Geständnis fest. Ein journalistischer Coup für den Spiegel und seinen Chefredakteur Rudolf Augstein. Im Vorwort schreibt Augstein: Über den Reichstagsbrand wird nach dieser Spiegelserie nicht mehr gestritten werden. Es bleibt nicht der Schatten eines Beleges für die Mittäterschaft der Nazis. Ich habe das zitiert in meiner Trauerrede auf Augstein, da neulich in Hamburg. Er war das Kirchenblatt der aufgeklärten Kreise. Und so war es tatsächlich. Es gab Leute, und ich habe selber sehr viele davon gekannt, die beteten alles gläubig herunter, was der Spiegel vorbetete. Während die Spiegelleser lernten, wer den Reichstag wirklich angezündet habe, Skepsis bei deutschen Historikern.
Journalisten wilderten in ihren akademischen Gefilden, erregten sich die Herren vom Institut für Zeitgeschichte in München. Die renommierteste Adresse für die wissenschaftliche Aufarbeitung des Dritten Reiches beauftragte Hans Schneider, einen Historiker aus dem Schwarzwald, die Spiegeldarstellung zu überprüfen und darüber einen Aufsatz in der Zeitschrift des Instituts zu schreiben. Hans Schneider vergleicht die verfügbaren Ermittlungs- und Prozessakten mit den Beschreibungen von Fritz Tobias. Hans Schneider stößt auf Widersprüche. Angebliche Zitate von Tobias finden sich so nicht in den Ermittlungsakten. Auch den angeblich so lückenlos rekonstruierten Brandlauf van der Lübbes findet Schneider nicht in den Akten wieder. Der Holländer war fast blind. Auf dem einen Auge konnte er nur noch 15%, auf dem anderen 20% sehen. Die Ermittler brachten ihn am Tag nach dem Brand zu einer Tatortbegehung. Hans Schneider analysierte die Spurenermittlung und die Verhörakten. Beim ersten Verhör mit Kriminalkommissar Zirpins stimmten viele von van der Lübbes Angaben nicht mit den Tatortspuren überein. Viele Spuren konnte er erst nennen, nachdem sie ihm die Polizei am Tatort gezeigt hatte. Lübbe hat den Brandweg nicht zuverlässig und sicher angeben können, hat ihn auch nicht wiederholen können, immer in der gleichen Art und Weise. Er ist, wie gesagt, vor Erreichen des Plenarsaals bereits ratlos gewesen und wusste nicht, wie er in den Plenarsaal gelangt ist.